Heute testen wir den Fanatec CSL Universal Hub, auf dem eine große Anzahl von Lenkrädern montiert werden kann. Wie sich dieser schlägt, das erfahrt ihr im ausführlichen Test. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Fanatec hat dieses Testmuster zur Verfügung gestellt, damit ich es ausführlich für euch in meinem Kanal reviewen kann. Es gibt keine Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews und ich erhalte dafür kein Geld. Doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1, Preis und Bezug. Der Fanatec CSL Universal Hub. Der wird um 149,95 € über den Fanatec Webshop erhältlich sein. Alle Infos und Preise beziehen sich auf Stand heute, das ist Anfang 2021. Kapitel Nummer 2, der Lieferumfang. Der CSL Universal Hub kommt mit Werkzeug, Quick-Guide, Fanatec Aufklebern und dem bereits vorinstallierten SQR, das ist der Simplified Quick Release Adapter, zu euch. Und so geht's weiter mit Kapitel Nummer 3, die Kompatibilität. Hardware-seitig kann der CSL Universal Hub mit allen derzeit erhältlichen Fanatec Wheelbases verwendet werden. In Sachen Plattform ist PC-Kompatibilität uneingeschränkt gegeben. Und der CSL Hub, der ist nicht Xbox zertifiziert. Und in Sachen PlayStation Support hängt die Kompatibilität von der eingesetzten Wheelbase ab, die eben PlayStation zertifiziert sein muss. Der CSL Universal Hub ist mit dem Clubsport QR-Adapter aus Vollmetall kompatibel. Hinsichtlich kompatibler Lenkräder sind Modelle mit dem gängigen 3x50 mm bzw. 6x70 mm Lochbild kompatibel. Diese sind bei Fanatec erhältlich und solche von Drittanbietern wie Momos, Paco oder auch OMP wie von mir getestet können ebenso eingesetzt werden. Kapitel Nummer 4, die Ausstattung und die technischen Details. Das Gewicht des CSL Universal Hub beträgt out of box mit dem Simplified Quick Release Adapter ca. 530 Gramm. Wenn ihr den Clubsport Quick Release aus Metall und beispielsweise ein Clubsport GT Lenkrad verbaut, dann liegen knapp 1600 Gramm an. Mit dem out of box verbauten SQR aus Kunststoff, der von Haus aus verbaut ist, wird das Drehmoment einer Fanatec Podium Wheelbase auf das Niveau einer CSW V2.5 von gut 8 Newtonmeter gedrosselt. Der CSL Universal Hub ist mit dem Clubsport Quick Release Adapter aus Vollmetall kompatibel und dieser hebt die Drosselung des Drehmoments auf. Somit kannst du dann den CSL Universal Hub auch mit dem vollen Drehmoment der Fanatec Podium DD Wheelbases nutzen. Die horizontale Breite ist variabel und über die rückseitige Mechanik einstellbar. In 3 Führungsschienen und mittig über einen Zahnradmechanismus ist diese Breite von 214 mm bis 274 mm außenseitig von Pedal zu Pedal anpassbar. Die Tiefe inklusive SQR, die beträgt etwa 110 mm und die Buttonplate selbst ist ca. 50 mm dick. Die beiden Buttoninseln sind über die Verstellmechanik an das eingesetzte Wheel bzw. an deine Bedürfnisse einzurichten. Auf beiden Buttoninseln findet ihr innenseitig je einen Button mit 12 mm Durchmesser vor. Mittig sind je 2 Buttons mit 9 mm Durchmesser angebracht
und oberseitig je ein Button mit 10 mm Durchmesser. Links und rechts findet ihr oberseitig je einen Toggle-Switch vor. Die rechte Buttoninsel weist den kleinen Fanatec Tuning Menü Button und den 7-Wege Funky Switch, mit dem ihr euch durch die Menüs im Fanatec Tuning Menü bewegen könnt, auf. Und die linke Buttoninsel ist mit einem 2-Weg Rocker Switch ausgestattet. Die 4 großen Buttons, die lösen mit kräftigen 1200 Gramm aus und die kleinen mit knapp einem Kilogramm. Mit gut 500 Gramm Auslösekraft sind die Toggle-Switches knackig bedienbar und die Schaltmechanik löst mit knapp 2 Kilogramm sehr kräftig aus und der Schaltweg beträgt ca. 5 mm. Kapitel Nummer 5, die Montage. Die Montage von Lenkrädern gelingt in wenigen Minuten. Bei den Fanatec Lenkrädern sind die passenden Schrauben beigepackt. Beachtet bei Drittanbieter-Lenkrädern, dass ihr die passenden Schrauben eben verwendet. Hierbei ist der Sicherheitshinweis auf den CSL Universal Hub aufgedruckt. Das hat den Grund, dass zu lange Schrauben die im Inneren des Gehäuses verbaute Platine beschädigen könnten. Ebenso wichtig ist das angegebene Anzugsdrehmoment von 2,5 Newtonmeter zu berücksichtigen. Zieht die Schrauben keinesfalls zu fest an, da die in das Kunststoff eingelassenen Gewindebuchsen sonst zerstört werden könnten. Es genügt ein leichtes Anzugsdrehmoment und über die 6 Schrauben hält ein Wheel dann bombenfest. Die Verbindung des CSL Universal Hub mit der Wheelbase gelingt out of box mit dem seit dem WRC-Wheel bekannten Simplified Quick Release Adapter, abgekürzt SQR. Der Simplified Quick Release Adapter ist ein geschlitzter Hohlzylinder mit einer breiten Überwurfmutter, welcher in geöffnetem Zustand einen Innendurchmesser von ca. 38,3 mm aufweist. Wenn ihr die Überwurfmutter vollständig anzieht, dann wird die Aufnahme auf bis zu ca. 37,8 mm Durchmesser zusammengedrückt und somit das Wheel an der Lenkradaufnahme der Wheelbase befestigt bzw. geklemmt. Gleichzeitig wird gegenüber der Zentrierungsnut eine kleine Kugel in die Freistellung der Wheelbase-Aufnahme gedrückt und das Ganze geschieht werkzeugfrei und der Wechsel ist in einer Minute erledigt. Der Kunststoffflansch des SQR ist lenkradseitig mit einem ca. 7 mm dicken Bolzen versehen und drückt dieser Bolzen auf einen Schalter der Lenkradplatine, dann weist das System, dass der SQR aus Kunststoff verbaut ist. Das seht ihr dann auch im Treiber mit dieser Einblendung. Fanatecs Wheelbases drosseln dann das Drehmoment auf CSW V2.5 Niveau von ca. 8 Newtonmeter, um Beschädigung der Aufnahme des SQRs zu vermeiden. Der Clubsport Quick Release Adapter aus Vollmetall hebt diese Drosselung auf und damit könnt ihr den CSL Hub mit der vollen Bandbreite der Podium DD Wheelbases und mit bis zu 25 Newtonmeter Drehmoment nutzen. Kapitel Nummer 6, die Optik. Wie immer ein subjektives Kapitel. Der Fanatec CSL Universal Hub macht einen sehr kompakten Eindruck. Das matt-schwarze Design wirkt unauffällig und die kompakt angeordneten Buttons und Schalter springen ins Auge. Ebenso auffällig ist das Honigwaben-Design der Schaltpedals. Die beiden Buttoninseln sind oberseitig mit einem Fanatec-Schriftzug versehen und über dem Display ist das Fanatec-Branding aufgedruckt. In der Mitte sind die soeben erwähnten Hinweise sowie ein weiteres Fanatec-Branding mit diesem Logo angebracht. Kapitel Nummer 8, die Akustik. Die Schaltauslösung ist mit um die 65 Dezibel aus 30 cm Entfernung schlafzimmertauglich und in einem Wohnbereich akustisch kaum vernehmbar. Das Button-Feedback ist mit rund 68 bis 70 Dezibel etwas präsenter, aber nicht störend. Und so geht's weiter mit Kapitel Nummer 8, die Haptik. Hier merkt man klarerweise, dass der Sparstift angesetzt wurde und diese ist aufgrund des hohen Kunststoffeinsatzes nur zweckmäßig. Die Kunststoff-Schaltpedals fühlen sich durch die Struktur griffig an und durch die Länge der Pedals liegen 4 Finger relativ komfortabel auf. Das Button-Feedback, das ist sehr knackig, sehr straff und durch die in Fingerrichtung abgeflachten Ränder sind diese ohne störenden Rand sehr gut bedienbar. Die 2-Wege-Toggle-Schalter, die haben ein gutes und sehr knackiges Feedback und fühlen sich durchaus wertig an. Für mich als VR-Nutzer sind die Bedienelemente durch die unterschiedlichen Bauweisen sehr gut voneinander zu erfüllen. Bei ganz nach außen verstellten Buttoninseln ist ein Flex über den Verstellmechanismus vernehmbar. So geht's weiter mit Kapitel Nummer 9, die Ergonomie. Und so geht's weiter mit Kapitel Nummer 9, die Ergonomie. Die Ergonomie profitiert von der Variabilität des CSL Universal Hub.
Alle Bedienelemente sind sehr gut erreichbar und sinnvoll angeordnet. Die Positionierung und der Abstand der Schaltpedals ist gut gewählt und stellt für jedes darauf verwendete Lenkrad einen sehr guten Mittelweg dar. Kapitel Nummer 10, die Verarbeitung. Die Spaltmaße passen und alle Kunststoffteile, die sind sehr ordentlich verarbeitet. Ich kann in Sachen Verarbeitung nichts Negatives berichten, da diese in dieser Preisklasse sehr vorbildlich gelöst wurde. Die Knöpfe und die Schalter, die sind sehr gut verbaut und fühlen sich langzeittauglich an. Auch die kräftige Schaltmechanik, die vermittelt einen langlebigen Eindruck, der sich klarerweise erst über einige Monate beweisen muss. Und so geht's weiter mit Kapitel Nummer 11, unser Rennstreckentest. Im Rennstreckentest fällt sofort die sehr gute Erreichbarkeit aller Bedienelemente auf den Buttoninseln auf. Diese sind sehr ergonomisch angeordnet und die Schalter vermitteln einen sehr guten Eindruck. Die Schaltmechanik fühlt sich sehr straff an. Ich komme mit meinen benötigten Belegungen nicht an meine Grenzen. Und der 7-Wege-Funky-Switch, der vereinfacht die Bedienung im Menü. Die Toggle-Switches, die fühlen sich ebenso satt und sehr wertig an. Und das Display ist gut ablesbar und erfüllt seinen Zweck, wenn man im Fanatec Tuning-Menü Einstellungen vornehmen möchte oder sich Geschwindigkeit und Gang anzeigen lassen will. Die Möglichkeit, unterschiedliche Lenkräder zu montieren, die macht einfach Spaß. Vom kompakten Lenkrad bis über GT und weiter zum riesigen Nesca-Lenkrad sind kaum Grenzen gesetzt. Das Nesca Wheel mit 35 cm Durchmesser und 7 cm Tiefe bzw. Schlüsselung rückt bei gleichbleibender Sitzposition näher an deinen Körper und so verlagerst du den Kraftaufwand mehr von deinen Armen in Richtung Schultern. Kapitel Nummer 12, die negativen Aspekte. Wenn der CSL Universal Hub in die äußerste Position verstellt wird, dann ist über die Verstellmechanik ein Spiel bzw. ein leichter Flex vorhanden. Dieser Effekt geht im Spielgeschehen meistens unter, ist aber aufgrund der Kunststoffkonstruktion logischerweise dem Preis geschuldet. Zweiter Minuspunkt ist der sehr glatt ausgeführte Funky Switch. Da dieser sehr klein ist und recht straff in der Drehung ausgeführt wurde, könnte dieser eine bessere Profilierung hier an der Außenseite vertragen. Mein letzter negativer Aspekt ist etwas subjektiv behaftet, aber ich finde die Auslösung der Schaltmechanik mit ca. 2 Kilogramm etwas zu straff. Hier würden für meine Verhältnisse maximal 1,5 Kilogramm Auslösekraft genügen. Und so geht's weiter mit Kapitel Nummer 13, die neutralen Aspekte. In diesem Kapitel gilt es auch immer, den Preis von 149,95 € im Hinterkopf zu behalten. Das Feedback der Schaltmechanik beurteile ich neutral und zweckmäßig. Ein McLaren GT3 V2 positioniert sich hierbei darüber. Mit dem durchgehenden Kunststoffeinsatz ist ebenso der Preis geschuldet und geht für mich als neutraler Aspekt durch. In diesem Preissegment muss einfach irgendwo der Sparstift angesetzt werden und dies ist in meinen Augen völlig okay. Kommen wir zu Kapitel Nummer 14, die positiven Aspekte. Eine geniale Lösung in Sachen Variabilität. Durch die Einstellmöglichkeiten können unzählige Lenkradaufsätze mit dem CSL Universal Hub eingesetzt werden. Der Umbau und die Einstellungen gelingen sehr einfach und in wenigen Minuten. Und das dafür nötige Werkzeug, das liegt bei. Wie im Review gezeigt, können große sowie kleine Fanatec Lenkräder oder auch Lösungen wie in meinem Fall von OMP montiert und betrieben werden. Die Ergonomie bleibt dabei immer vorbildlich und durch die verstellbaren und sehr logisch und kompakt angeordneten Bedienelemente ist dies eine wunderbare Lösung. Das Button-Feedback ist sehr knackig und wertig umgesetzt. Ein weiterer Pluspunkt in dieser Preisklasse ist der neue Simplified Quick Release. Dieser macht vieles richtig und kann out of box wunderbar eingesetzt werden. Und als letzter und vielleicht wichtigster Pluspunkt steht der sehr fair angesetzte Preis. Du bekommst um 149,95 € eine Komplettlösung mit sinnvoll verbauten Eingabemöglichkeiten samt einer Schaltmechanik, dazu ein Display sowie auf der Rückseite klarerweise den verbauten Simplified Quick Release. Und so kommen wir zu Kapitel Nummer 15, Fazit und Kaufempfehlung. Gleich vorweg, ich kann für den CSL Universal Hub von Fanatec eine klare Kaufempfehlung aussprechen. Wie immer habe ich die negativen Aspekte für euch vorher aufgeführt, aber sind in dieser Preisklasse bis 150 € in meinen Augen verschmerzbar, wenn man den Gegenwert der positiven Aspekte des CSL Universal Hubs gegenüberstellt. Den optional erhältlichen Clubsport Quick Release Adapter empfehle ich nicht, wenn du eine CSL Elite oder Clubsport Wheelbase betreibst. Dieser ist mit knapp 100 € viel zu teuer und würde das tolle Preis-Leistungsverhältnis des CSL Universal Hubs verzehren. Greife zu diesem Clubsport Quick Release Upgrade nur dann, wenn du mit einer Fanatec Podium
Wheelbase unterwegs sein möchtest und ein entsprechendes Drehmoment von über 8 Nm zwingend nutzen wirst. Eine weitere Kaufempfehlung für den CSL Elite Hub spreche ich dann aus, wenn du mehr Abwechslung mit unterschiedlichen Lenkrädern für unterschiedliche Klassen bedienen willst. Hier kannst du eben kostengünstig den CSL Elite Hub erwerben und die Lenkradaufsätze sind dann ungleich günstiger, als wenn du dir jedes Mal ein komplettes Lenkrad um mehrere 100 € kaufen musst. Und so geht's weiter mit einem spannenden Ausblick. In den nächsten Reviews stelle ich euch meine 3 Lenkradaufsätze, diese 2 von Fanatec und den von OMP vor. Weitere Reviews sind bereits in Planung und ich bedanke mich fürs treue Dabeisein. Vielen Dank für eure Spenden, euren Support, eure Weiterempfehlung in meinem Kanal. Vergesst bitte den Like nicht und ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Liebe Grüße, vielen Dank fürs Dabeisein, es macht Spaß mit euch zu reviewen. Euer Ron.